Ich sage euch, Leute, ich entwickle auch gleich eine scheiß Tsunami-Wut, weil dieses scheiß Mikro nicht funktioniert. Ich mache es hier ungefähr die 5. Aufnahme gerade von diesem Video. Das erste Mal habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und dann habe ich festgestellt, nach der 3. Aufnahme, dass mein Mikro rauscht und es sich auch nicht mehr wieder einbekommt. Also heute über das Mac-Mikro. Das ist jetzt nicht so geil. Muss ich mal schauen, wie ich das repariere. Zurück zum eigentlichen Thema dieses Videos. Bestimmt kennt jeder von uns diese Wut. Das, was ich gerade empfinde, ist keine Tsunami-Wut, das ist einfach so dieses Verärgertsein. Aber das Spektrum ist ja so riesig von Wut. Das Spektrum von ich bin irritiert, bis hin zu genervt, bis hin zu verärgert, wütend oder der pure Hass. Und dann gibt es da das, was ich Tsunami-Wut nenne. Wie das Wort schon vermuten lässt, ein Bild im Kopf beschreibt, ist diese Wut enorm laut, kommt überraschend angerauscht wie ein Tsunami, und wenn dieser Wut-Tsunami da ist, reißt die Wut einen komplett mit, lässt einen rot sehen, man wird herumgewirbelt, im ganzen Körper, in meinen Gefühlen, in meinem Denken ist alles übernommen worden von der Wut. Diese Tsunami-Wut will körperlich ausgelebt werden. Die kann sehr gefährlich sein, weil sie körperlich ausgelebt werden will. Sie schreit einen an, lass mich raus. Ich möchte den anderen vor mir genauso verletzen, wie der mich verletzt hat. Ich möchte treten, ich möchte schlagen, ich möchte werfen. Ich möchte diese Wut körperlich ausleben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr gefährlich sein kann, weil man nicht nur verbal verletzt, sondern auch physisch verletzt, bis hin zu Mord, so stelle ich mir das vor. Ich hatte mal eine Situation, ich habe ein Stück Schokolade, eine Tafel Schokolade an die Wand geworfen. Das war unglaublich befriedigend, weil diese Wut wollte unbedingt raus. Und ich habe etwas an die Wand geworfen und dieses Geräusch, was die Schokolade gemacht hat, war unglaublich befriedigend. Das mochte ich total gerne und das hat Ruhe in meinen Körper gebracht, spannenderweise. Was ist nun der Unterschied zu Hass zum Beispiel? Hass ist ein lang schwelendes Gefühl. Über längere Zeit, es hat immer so kleine Peaks, wo es zum Ausdruck kommt. Und meistens richtet sich Hass gegen Personengruppen, ohne einzelne Individuen zu kennen. Und selten ist es für etwas, was jetzt gerade im Hier und Jetzt in einer sozialen Interaktion passiert, sondern etwas Allgemeingültigeres, etwas Breiteres. Während die Tsunami-Wut passiert fast ausschließlich in einer sozialen Interaktion mit einem oder mehreren anderen Menschen. Meistens ist etwas, was der andere sagt oder tut. Ich muss das auch nur beobachten. Dann kann diese Tsunami-Wut angerollt kommen und übernimmt dann meinen gesamten Organismus. Lässt keinen Stein mehr auf dem anderen. Und es kann wirklich Kleinigkeiten sein, die es auslösen. Etwas, was der andere sagt oder subtiler, wie er es sagt. Das müsste für andere im Außen überhaupt nicht ersichtlich sein. Andere denken, was willst denn du jetzt? Aber bei dem Betroffenen, der die Tsunami-Wut kennt, wird ein Trigger gesetzt. Und da sieht man auch den Ursprung hinter dieser Wut. Der Ursprung liegt nämlich in der Kindheit. Als man von Caretakern, erziehungsberechtigten Eltern abhängig war und deren Verhalten schutz- und hilflos ausgeliefert. Da ist dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ich habe mal ein Video gemacht, wie Abhängigkeit zu Wut wird. Genau darum geht es. Und die Wut zeigt sich besonders dann, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Dann, wenn man das Gefühl hat, der andere tut mir etwas an und ich kann mich nicht zur Wehr setzen. Das war der ursprüngliche Ursprung des Gefühls. In der Kindheit, als man immer alles unterdrücken musste, als man runterschlucken müsste. Als die Eltern Dinge getan haben, gegen die man sich nicht wehren konnte. Weil man wusste, man ist physisch abhängig von diesen Personen. Man kann nur physisch überleben, wenn man ruhig bleibt. Weil wenn man wütend wird, wenn man diese Ungerechtigkeit zum Ausdruck bringt, wenn man mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, hey, was du da gerade machst, ist nicht okay, wurde es als Kind für einen viel, viel schlimmer. Bei mir hat sich das zum Beispiel dann in Erwachsenenalter gezeigt, dass ich Autoritätspersonen, die mich kritisiert haben zum Beispiel, ich immer gelächelt und genickt habe. Lächeln und nicken, Johanna. Dann geht die Situation schnell vorbei. Lass es einfach über dich ergehen. Dann ist es schnell vorbei. Du kannst schnell raus aus der Situation. Während wenn ich wütend werde, verschärft die Situation. Und als Kind hatte man so gut wie keine Möglichkeiten,
sich dagegen zu wehren. Und diese Wut, die immer weiter unterdrückt wurde, ist wie in einem Dampfkessel zusammengepresst und kommt dann im Erwachsenenalter als Tsunami-Wut wieder nach draußen. Pam! Tatsächlich hat sie aber selten mit dem sozialen Interagieren in dem Hier und Jetzt zu tun. Darüber sollte man sich bewusst machen, weil die Wut möchte einem erzählen, der andere jetzt gerade in diesem Moment ist daran schuld, dass ich mich so fühle, dass ich wütend werde. An all dem. Und das lasse ich an dem anderen raus. Das ist, was die Wut einem erzählen möchte. Die Wut schreit einen an, lass mich raus und der andere ist der Täter und du bist das Opfer. Interessanterweise sieht man diese Wut oft bei Männern, wobei man sagen muss, sie wird mehr von Männern zum Ausdruck gebracht. Nennt man dann cholerisch. Bei Frauen wird dann Borderline diagnostiziert. Offiziell heißt es emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und vor 120 Jahren nannte man es weibliche Hysterie. Wenn man sich betrachtet, wenn Frauen Wut zum Ausbruch bringen, wenn Frauen unterdrückt werden, wenn Frauen ungerecht behandelt werden, nur weil sie Frauen sind, entsteht Wut. Automatisch dieses Abhängigkeitsgefühl und das Gefühl der Ungerechtigkeit führt zu Wut. Und wenn Frauen diese Wut zum Ausdruck bringen, bekommen sie eine psychiatrische Diagnose und werden weggesperrt. Es überrascht euch vielleicht nicht zu hören, dass ich mit Borderline diagnostiziert wurde. Wobei das für mich hat die Diagnose keine Wahrheit. Ich identifiziere mich nicht mit dieser Diagnose. Die Diagnose ist etwas vom Außen gemachtes, von der Medizin, die irgendetwas pathologisieren wollen. Und ich sage, ich bin einfach der Mensch, der ich bin. Und ich lebe mit meiner Tsunami-Wut. Wobei, auch das ist individuell. Meine Tsunami-Wut äußert sich hauptsächlich und ausschließlich gegenüber den ursprünglichen Verursachern, meinen Eltern. Dann kommen die ganz extrem zum Ausdruck. Sonst in meinem normalen Umfeld würden wahrscheinlich die meisten sagen, die Johanna ist doch nicht wütend. Man kann lernen, mit dieser Wut umzugehen. Das Wissen darum, dass ich Tsunami-Wut empfinde, sollte keine Rechtfertigung sein, die Menschen in meinem Umfeld zu verletzen, verbal oder physisch. Und hier zu sagen, es tut mir so leid, ich kann nichts dagegen, das ist in meiner Kindheit, ist ein Trauma in meiner Kindheit. Ja, das ist richtig so, das Wissen ist wichtig. Aber es geht darum, das Wissen zu nutzen, um im Hier und Jetzt etwas an meinem Erleben und an meiner Situation zu ändern. Bewusstsein hineinzubringen und zu erkennen, ich kann diese Tsunami-Wut kanalisieren. Sie wird trotzdem kommen, wie bei einem echten Tsunami. Thailand, Dezember 2004, als der Tsunami kam, wussten die meisten Menschen nicht, dass das Meer sich zurückzieht, bevor der Tsunami kommt und dass das ein Warnzeichen ist und zu sagen, hier sucht Schutz. Dadurch, dass die wenigsten es wussten, waren sie schutz- und hilflos der Welle ausgeliefert. Und indem man Wissen in diese Tsunami-Welle hineinbringt, kann man lernen, sie rechtzeitig zu erkennen, bevor sie einen mitspült. Und Schutz zu suchen, sich aus der sozialen Interaktion herauszuziehen, bevor man jemand anderes verletzt. Der andere im Hier und Jetzt kann selten was dafür, egal wie ungerecht er uns gerade behandelt. Sondern diese Ungerechtigkeit, diese Tsunami-Wut will sich gegen die ursprünglichen Täter richten. Und in dem Moment, wo ich mir bewusst darüber bin, dass das nichts ist, was mein Körper im Hier und Jetzt gerade erlebt, sondern dass es ein Flashback aus meiner Kindheit ist, mein Organismus ist darauf konditioniert, darauf so zu reagieren, kann ich einen Stopp zwischen, ich agiere die Wut unbewusst aus, verletze dadurch andere oder mich selbst und wieder im Hier und Jetzt anzukommen, zu erkennen, wow, da kommt gerade die Tsunami-Wut, ich spüre das. Wenn wir lernen, in unserem Körper anzukommen, wenn wir lernen, uns selbst besser zu verstehen, spüren wir die Warnzeichen unseres Körpers und können erkennen, da kommt die Tsunami-Wut angerollt. Jetzt ist es an mir, mich aus der sozialen Situation herauszuziehen und die Wut anders zu kanalisieren, ohne jemand anderen oder mich selbst zu verletzen. Und so kann man Schritt für Schritt mehr Bewusstsein
in seine Emotionen bringen und zu erkennen, woher kommt das eigentlich? Ist das wirklich etwas, was im Hier und Jetzt passiert? Oder ist es eine Projektion meines Verstandes und meines Körpers und meiner Gefühle? Etwas Wiedererleben aus der Kindheit? Und dann die Wut, die Energie der Wut so zu kanalisieren, dass wir alle safe sind. Und so kann man auch mit einer Tsunami-Wut leben. Würde mich interessieren, ob ihr Erfahrung habt mit Tsunami-Wut. Ich habe einige Wuterlebnisse in diesem Video gehabt. Ich schneide sie euch mal zusammen und hänge sie hinter dieses Video dran, weil meine Nachbarn auf einen Lärm gemacht haben. Also dieses Video treibt mich heute echt. Das ist kein Tsunami-Wut tatsächlich, es ist nicht diese Tsunami-Wut, von der ich hier berichte, aber es ist genervt sein. So. Ich schneide euch das mal gleich zusammen, so wird das bei mir aussehen. Fickt euch, Alter! Was ist denn das jetzt? Kann das jetzt bitte mal... Dann kommt diese... Jetzt ist das besser so.